Wir alle haben das schon mal erlebt. Du sprichst mit einem Kollegen über ein Thema, hast dabei eine gute Idee und eine Stunde später ist sie wieder weg. Seitdem ich mein Notebook als meinen Ideenspeicher verwendet, passiert mir das nicht mehr. Ideen, die kommen spontan, weil ein Kollege gerade irgendwas gesagt hat, weil ihr euch über etwas unterhalten habt. Es kommt eine Anfrage vom Kunden rein, irgendein Gedanke schießt dir in den Kopf und du hast gleich eine Idee dazu. Und jetzt willst du das möglichst schnell festhalten. In einer Stunde, vielleicht sogar in 15 Minuten, wirst du schon wieder durch was anderes abgelenkt. Und bevor ich mir jetzt Gedanken machen muss, wo schreibe ich das denn jetzt am besten schnell auf? Welches Tool mache ich auf? Welches Programm? Wie muss ich da jetzt nochmal Sachen formatieren und Sachen abspeichern? Ich nehme mein Notebook und schreibe es einfach kurz hin. Das kann ein Stichpunkt sein, das kann ein kleiner Satz sein. Das ist in weniger als eine Minute erledigt und dann ist auch gut. Dann habe ich diese kleine Idee einfach aufgeschrieben, niedergeschrieben und dann arbeite ich das Ganze mal für mich aus. Durchdenke das noch etwas tiefer. Das Wichtigste ist im ersten Schritt einfach mal diese Idee kurz und knapp aufschreiben. Und das geht halt am einfachsten, wenn ich mein Notebook nehme. Mittlerweile, wenn ich in irgendwelche Termine gehe, in irgendwelche Kundengespräche, Teammeetings, irgendwelche Architekturrunden, was auch immer, ich stelle sicher, dass ich immer mein Notebook zur Hand habe. Da kann ich super schnell jede Idee aufschreiben. Und wenn es nur ein kleiner Satz ist. Und das hinterlässt auch einen viel besseren Eindruck, habe ich festgestellt. Denn wenn ich in dem Termin einfach mit meinem Laptop sitze und da reinschaue und irgendwas tippe, woher weiß denn mein Gegenüber, vielleicht sogar mein Kunde, dass ich mich gerade mit ihm und seiner Sache beschäftige? Wenn ich stattdessen mein Notebook vor mir habe und es gab irgendein Gespräch oder eine Diskussion und ich schreibe mir dann einfach kurz was auf, dann hinterlässt das den Eindruck, der macht sich jetzt Notizen zu dem, worüber wir gesprochen haben. Der ist wirklich drin im Thema, der macht sich aktiv Gedanken dazu. Das macht einen viel besseren Eindruck für Kunden, als wenn jeder einfach vor seinem offenen Laptop sitzt und irgendetwas tippt. Wir alle wissen, wenn die Leute vor ihrem offenen Laptop hocken im Termin, zu 80% der Zeit werden irgendwelche Nachrichten gelesen, irgendwelche E-Mails bearbeitet, es muss gerade schnell was beantwortet werden. Ich lasse meinen Laptop bei solchen Meetings immer am Platz stehen mittlerweile. Alles, was ich dabei habe, ist mein Ideenspeicher in Blatt- und Papierform. Denn wenn sie in meinem Notebook landen, dann sind sie erstmal physikalisch abgelegt. Da liegen sie, da kommen sie auch nicht mehr weg. Wenn ich das Ganze mir irgendwie selber als E-Mail schicke oder nochmal irgendeine Nachricht, wenn das rein darauf basiert, das geht verloren. Denn wir werden täglich bombardiert von hunderten Nachrichten und E-Mails mittlerweile. Wenn ich mir da einfach mal kurz irgendwas aufschreiben möchte, ich finde das nicht mehr nach 2 Wochen. Wenn ich mein Notebook habe, dann blätter ich halt einmal durch und irgendwann finde ich auch wieder die Seite, wo es abgelegt wurde. Ich habe auch Kontrolle drüber, wer sieht denn eigentlich das, was ich da aufgeschrieben habe? Das ist halt was Persönliches, dieses Notebook, ne? Wenn ich das benutze, dann weiß auch nur ich, was ich mir da gerade aufgeschrieben habe und ich selber entscheide, was mache ich denn da draus? Will ich das später mit jemandem teilen? Oder war das vielleicht nur ein Gehirnfurz, den ich da jetzt aufgeschrieben habe und das sollte besser keiner lesen? Das kann ich alles völlig frei entscheiden, schreibt mir keiner vor. Ich kann machen, was ich will. Ich bin mein eigener Herr über meine Gedanken. Ich kann zum Beispiel auch meine persönliche Meinung zu einem Thema da drin aufschreiben oder so eine Interpretation, was mein Gegenüber gesagt hat. Hilft mir später, nach einer Woche oder so, wenn ich darauf zurückkomme, die Themen nochmal einzusortieren, gedanklich. Worum ging es denn eigentlich? Was war wichtig? Was war vielleicht nur Schmuck am Nachthemd? Diese Sachen, die kann ich mir alles nicht merken, wenn ich das irgendwie digital aufschreibe oder es wäre viel zu umständlich, das digital aufzuschreiben. Wenn ich mir eine hilfreiche Skizze machen kann, zusätzlich, die male ich mit meinem Stift halt in ein paar Sekunden hier rein, einfach reingekritzelt in das Notebook. Hübsch oder nicht, ist egal, Hauptsache es steht irgendwo. Bei meinem Rechner muss ich erstmal wieder schauen, welches Tool nehme ich denn am besten? Brauche ich vielleicht irgendeinen Stift? Habe ich den Stift jetzt gerade zur Hand? So ein Stylus oder irgendwas? Alles viel zu kompliziert. Nimm das Notebook, ist viel einfacher und geht super schnell. Und wenn es dann darum geht, am Ende diese Notizen aufzubereiten, zu übernehmen, dann auch zu digitalisieren,
nehme ich mir immer mein Notebook, lese mir nochmal in Ruhe durch, hey, was habe ich denn da aufgeschrieben an Notizen? Und dann reflektiere ich das alles nochmal und füge das dann zu einem Dokument zusammen, das ich entweder für mich noch besser aufbewahren kann, dann auch digitalisieren kann, um es weiter zu verarbeiten oder auch mit anderen teilen kann. Das Wichtigste für mich ist, Ausgangspunkt ist immer mein Notebook. Da landen als erstes meine Gedanken und meine Ideen. Und wenn das jetzt für dich spannend klingt, aber du noch auf der Suche nach dem richtigen Notebook bist, schau mal in den Link in der Beschreibung. Und ich kann es nicht oft genug wiederholen. Nehmt euer Notebook überall mit hin, wo ihr irgendeine Idee bekommen könntet. Habt es immer griffbereit. Das ist euer persönlicher Ideenspeicher, auf den nur ihr Zugriff habt und wo ihr die Regeln macht.